willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir über Tipps, was du sagen kannst, wenn du am Telefon nervös bist. Abonniere uns und vergiss nicht, die Glocke anzumachen. Hast du dich schon mal gefragt, warum Telefonate oft mehr Stress machen als normale Gespräche? Ich finde, das ist ein interessantes Thema. Ja, absolut. Ich glaube, wenn man jemanden nicht sieht, ist es schwieriger, die Reaktionen zu verstehen. Man kann nicht sehen, ob die Person lächelt oder genervt ist. Genau. Und dann ist da noch der Druck, schnell zu antworten. Man hat nicht die gleiche Zeit, um nachzudenken wie in einer normalen Unterhaltung. Das stimmt. Manchmal hat man auch Angst, dass man etwas falsch versteht oder nicht die richtigen Worte findet. Das kann echt stressig sein. Und dann gibt es noch die Technik. Manchmal hört man den anderen nicht gut oder die Verbindung ist schlecht. Das macht es noch anstrengender. Ja, und ich denke, viele Menschen fühlen sich am Telefon unsicher, weil sie nicht wissen, wie sie klingen. Man kann sich nicht auf Körpersprache verlassen. Richtig, man muss sich nur auf die Stimme konzentrieren und das ist nicht für jeden einfach. Manche Leute reden auch schneller am Telefon, was es schwieriger macht. Und dann gibt es noch diese Pausen im Gespräch. Die fühlen sich am Telefon oft viel länger an als in einem direkten Gespräch. Das kann unangenehm sein. Ich glaube, das liegt daran, dass man am Telefon keine nonverbalen Signale senden kann. Man weiß nicht, ob der andere nachdenkt oder nicht mehr zuhört. Das kann auch zu Missverständnissen führen. Manchmal hört man etwas anders oder versteht es falsch, weil man nicht sieht, wie der andere es meint. Und dann ist da noch der Punkt, dass man am Telefon oft direkt zur Sache kommen muss. Es gibt keine Zeit für Smalltalk und das kann Druck machen. Ja, das stimmt. Manchmal hat man das Gefühl, alles schnell klären zu müssen. Das kann einen nervös machen, besonders wenn es um wichtige Dinge geht. Manchmal hilft es, tief durchzuatmen und sich zu entspannen. Aber das ist leichter gesagt als getan, wenn man sich gestresst fühlt. Auf jeden Fall. Vielleicht hilft es, sich vorher ein paar Notizen zu machen, sodass man weiß, was man sagen will. Das gibt ein bisschen Sicherheit. Das ist ein guter Tipp und es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass man nicht perfekt sein muss. Es ist okay, wenn man mal nach den richtigen Worten sucht. Richtig. Jeder macht mal Fehler und das ist in Ordnung. Manchmal hilft es auch, sich daran zu erinnern, dass das Gegenüber vielleicht genauso nervös ist. Genau, das nimmt den Druck ein wenig weg und manchmal hilft es, sich bewusst zu machen, dass die meisten Menschen am Telefon freundlich sind und helfen wollen. Ja, und wenn man sich das vor Augen hält, kann man vielleicht etwas entspannter in das Telefonat gehen. Wenn man am Telefon Zeit gewinnen will, kann es hilfreich sein, den Gesprächspartner wissen zu lassen, dass man kurz nachdenken muss. Man könnte einfach sagen, einen Moment bitte, ich überlege kurz. Das ist eine gute Idee. Es gibt einem die Chance, die Gedanken zu sammeln, bevor man antwortet. Manchmal hilft es auch, eine Frage zu stellen, um mehr Informationen zu erhalten. So kann man etwas Zeit gewinnen. Genau, wie zum Beispiel, könnten Sie das bitte noch einmal erklären? Das zeigt Interesse und gibt einem die Möglichkeit, mehr zu verstehen. Gleichzeitig kann man die eigenen Gedanken ordnen. Manchmal ist es auch nützlich, etwas zu wiederholen, was der andere gesagt hat. So kann man überprüfen, ob man alles richtig verstanden hat und hat gleichzeitig mehr Zeit, um über die Antwort nachzudenken. Ja, das ist ein kluger Ansatz. Man könnte sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, dann meinen Sie. Das gibt dem anderen auch die Möglichkeit, Missverständnisse zu klären.
Und es gibt einem selbst die Gelegenheit, die eigene Antwort vorzubereiten. Man kann auch mal eine kurze Pause machen und sagen, lassen Sie mich kurz nachdenken. Richtig! Eine kurze Pause kann Wunder wirken, um die Gedanken zu ordnen. Manchmal ist es auch hilfreich, tief durchzuatmen, um sich zu beruhigen, bevor man fortfährt. Auf jeden Fall. Und wenn man merkt, dass man wirklich nicht weiter weiß, kann man auch ehrlich sein und sagen, ich bin mir nicht sicher, ich überprüfe das und melde mich. Das zeigt, dass man die Sache ernst nimmt und gibt einem die Zeit, sich später nochmal Gedanken zu machen. Außerdem ist es besser, ehrlich zu sein, als etwas Falsches zu sagen. Ja, und es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass niemand erwartet, dass man alles sofort weiß. Ein bisschen Zeit zu gewinnen kann helfen, klarer zu denken. Manchmal hilft es auch, sich selbst eine Frage zu stellen, anstatt direkt zu antworten. Zum Beispiel, was ist hier wirklich wichtig? Das kann einem helfen, den Fokus zu behalten. Das stimmt. Und wenn man merkt, dass man nervös wird, kann man sich selbst beruhigen, indem man sich sagt, dass es okay ist, langsam zu antworten. Genau, es gibt keinen Grund zur Eile. Es ist besser, in Ruhe nachzudenken und sicher zu sein, als vorschnell zu antworten und vielleicht einen Fehler zu machen. Und oft ist es so, dass der Gesprächspartner auch nur ein Mensch ist und Verständnis zeigt, wenn man sich ein wenig Zeit nimmt. Absolut. Und indem man ruhig bleibt und sich Zeit nimmt, kann man das Gespräch viel entspannter führen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern. Manchmal ist es am Telefon schwierig, alles sofort zu verstehen. Da kann es hilfreich sein, einfach nachzufragen, ohne sich unwohl zu fühlen. Absolut. Niemand nimmt es einem übel, wenn man um eine Wiederholung bittet. Man könnte einfach sagen, Entschuldigung, könnten Sie das bitte wiederholen? Ja, das ist eine direkte und höfliche Art, die Dinge klarzustellen. Auch die Frage, könnten Sie bitte langsamer sprechen, kann sehr hilfreich sein, wenn man nicht alles mitbekommt. Das stimmt. Manchmal sprechen die Leute am Telefon schneller, als man folgen kann. Ein kleiner Hinweis darauf kann das Gespräch deutlich erleichtern. Und wenn man wirklich nicht versteht, worum es geht, ist es völlig in Ordnung zu sagen, ich habe das nicht ganz mitbekommen. Könnten Sie es bitte nochmal anders erklären? Genau, das zeigt, dass man interessiert ist und wirklich verstehen möchte. Es ist besser, das Gespräch zu klären, als am Ende verwirrt zu sein. Manchmal kann es auch helfen, das Gehörte kurz zusammenzufassen. Man könnte sagen, habe ich richtig verstanden, dass… Das ist eine gute Strategie. Es gibt beiden die Möglichkeit, Missverständnisse auszuräumen, bevor sie entstehen. Und falls man wirklich gar nichts verstanden hat, könnte man höflich fragen, könnten Sie das bitte anders formulieren? Das ist eine elegante Möglichkeit, um die Kommunikation zu verbessern. Manchmal hilft es, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu hören. Außerdem kann man auch einfach ehrlich sein und gestehen, dass man Probleme hatte, das letzte Stück zu verstehen. Entschuldigung, ich habe den letzten Teil nicht richtig gehört. Ehrlichkeit ist oft der beste Weg. Die meisten Menschen sind bereit, einem entgegenzukommen, wenn sie wissen, dass man Schwierigkeiten hatte. Auch das Bitten um eine kurze Zusammenfassung kann helfen, den Überblick zu behalten. Man könnte sagen, könnten Sie mir bitte eine kurze Zusammenfassung geben? Das ist hilfreich, besonders wenn das Gespräch viele Informationen enthält. Es kann helfen, die wichtigsten Punkte herauszufiltern. Und wenn man merkt, dass man wirklich Hilfe braucht, kann man um eine schriftliche Zusammenfassung bitten. Wäre es möglich, mir das auch per E-Mail zu senden?
Das ist eine kluge Idee, denn so hat man die Informationen schwarz auf weiß und kann sie in Ruhe nachlesen. Bei Unsicherheiten mit Fachbegriffen könnte man auch nachfragen, was genau bedeutet. Das hilft, besser zu verstehen und sich sicher zu fühlen. Ja, oft sind es genau diese Begriffe, die Verwirrung stiften. Eine einfache Nachfrage kann da Wunder wirken. Zum Schluss, es ist wichtig, sich nicht unter Druck zu setzen. Man kann jederzeit sagen, ich brauche einen Moment, um das zu verarbeiten. Das nimmt dem Gespräch die Hektik und gibt einem selbst die Chance, klarer zu denken und eventuell nochmal nachzufragen. Oft hilft es, vor einem Anruf kurz durchzuatmen und sich zu überlegen, was man sagen möchte. Das gibt einem Sicherheit. Genau, ein klarer Gedanke kann Wunder wirken. Wenn man den Faden verliert, kann man einfach sagen, einen Moment bitte, ich muss kurz nachdenken. Das ist eine gute Idee. So hat man die Möglichkeit, sich zu sammeln und das Gespräch in Ruhe fortzusetzen. Manchmal hilft es auch, ein Glas Wasser bereitstehen zu haben. Ein Schluck kann beruhigend wirken und einem Zeit geben. Ja, und wenn man sich unsicher fühlt, kann man auch fragen, könnten wir bitte Schritt für Schritt vorgehen? Das macht alles übersichtlicher. Das stimmt. Es sorgt dafür, dass man nicht mit Informationen überflutet wird und alles in Ruhe aufnehmen kann. Und wenn es zu schnell geht, kann man höflich darum bitten, könnten wir etwas langsamer weitermachen. Das schafft eine angenehme Gesprächsatmosphäre. Eine weitere Möglichkeit ist, das Gespräch in kleinere Abschnitte zu unterteilen. Man könnte sagen, lassen Sie uns das Thema in Teile aufteilen. Das kann sehr hilfreich sein, um den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass man alles versteht. Manchmal hilft es auch, am Anfang zu sagen, ich bin ein bisschen nervös. Könnten wir langsam beginnen? Das zeigt Offenheit und erleichtert das Gespräch. Ja, das nimmt den Druck und sorgt dafür, dass beide Seiten sich besser aufeinander einstellen können. Wenn man sich auf etwas konzentrieren muss, kann man auch anmerken, ich möchte sicherstellen, dass ich alles richtig verstehe. Das zeigt, dass man aufmerksam ist und wirklich interessiert. Es ist eine gute Basis für eine erfolgreiche Kommunikation. Und wenn man sich dennoch unwohl fühlt, kann man anbieten, später weiterzusprechen. Könnten wir das Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzen? Das gibt einem die Möglichkeit, sich vorzubereiten und das Gespräch in einem ruhigen Moment zu führen. Wichtig ist, dass man sich selbst nicht unter Druck setzt. Man kann immer sagen, ich versuche mein Bestes, bitte haben Sie Geduld. Mit solch einfachen Formulierungen kann man leichter und ruhiger telefonieren. Es geht darum, ehrlich und klar zu sein. Ja, und das hilft nicht nur einem selbst, sondern auch dem Gesprächspartner, eine gute Verbindung aufzubauen. Wir danken euch fürs Zuhören. Wenn euch was gefallen hat, schreibt uns doch einen Kommentar mit einem Wort, das euch im Gedächtnis geblieben ist. Genau, wir freuen uns über eure Gedanken. Vergesst nicht, uns zu liken und zu abonnieren. Klickt auch die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis bald. Die Wiederholung. Eine Wiederholung kann Missverständnisse vermeiden. Wenn man etwas nicht versteht, ist eine Wiederholung hilfreich. Die Zusammenfassung. Eine kurze Zusammenfassung hilft, den Überblick zu behalten. Man kann um eine Zusammenfassung bitten, wenn es viele Informationen gibt. Der Moment. Manchmal braucht man einen Moment, um nachzudenken. Ein kurzer Moment kann helfen, sich zu sammeln. Die Möglichkeit. Es gibt immer eine Möglichkeit, Missverständnisse zu klären. Man sollte jede Möglichkeit nutzen, um besser zu verstehen.
Die Geduld. Geduld ist wichtig, wenn jemand Zeit zum Verstehen braucht. Mit Geduld kann man ein Gespräch in Ruhe führen.